sind in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Es ist alles digitalisiert. Die Lebenswünsche und Verhältnisse haben sich, glaube ich, stark verändert, gerade in der letzten Zeit. Wir versuchen einfach darauf zu reagieren. Und ich denke, wenn wir heute hochwertige Mitarbeiter haben wollen, dann müssen einmal die Rahmenbedingungen passen. Das ist so wie eben in allen anderen Berufen auch, dass man den Leuten einfach feste Größen vorgibt. Das ist das eine. Und zum anderen glaube ich, dass man durch bestimmte Umdenkungsprozesse in der Personalführung einfach auch einen ganz anderen Elan bekommen kann. Also dass man wirklich die Mitarbeiter viel, viel stärker mit dem, was man tut, integrieren kann und sie sich dadurch auch stärker mit dem Ganzen identifizieren. Wirtshaus Meyers Keller war früher eine ehemalige Brauerei. Meine ganzen Vorfahren waren eher Braumeister wie Gastwirte. Wir haben hier hauptsächlich Weizenbier gebraut, bis 1974. Unterm Haus, dort wo heute die Toiletten sind, war früher der Gärkeller und ganz unterm Haus sind eben die ehemaligen Eiskeller, wo man auf natürliche Art und Weise das Bier gekühlt hat über den Sommer, damit man eben ein ordentliches Bier hatte und das auch entsprechend reifen konnte. Ich hatte dann das Glück, dass ich in einem sehr guten Haus habe lernen dürfen, mit verkürzter Lehrzeit, 2 Jahre. Und dann bin ich eben direkt nach Hause gegangen und habe den elterlichen Betrieb übernommen, weil meine Mutter damals gesundheitlich nicht auf der Höhe war und gesagt hat, müssen wir eine Entscheidung treffen, entweder du nimmst es oder wir müssen verkaufen. Wir haben damals gesagt, wenn, dann machen wir es zusammen oder gar nicht, weil wir beide aus der Gastronomie rauskommen und beide wissen, was es heißt, Gastronomie zu haben. Und der Entschluss stand. Ich war 22, meine Frau 21, sind da ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und haben halt versucht, ambitioniert zu kochen, was anfangs schwer war. Gott sei Dank haben wir immer Gäste gehabt, die uns unterstützt haben, die uns seither eigentlich auch begleiten. Es gibt Gäste, die wirklich jetzt 34 Jahre zu uns kommen, regelmäßig. Und es war gerade so in der Anfangszeit wahnsinnig wichtig, damit wir überhaupt eine Chance zum Überleben hatten. Erst als wir dann eben das Haus übernommen haben, hat sich dann praktisch eben auch so ein bisschen die Richtung verändert. Wir haben mehr die Gastronomie im Vordergrund gesehen. Wir haben uns auch immer auf neue Zeiten eingelassen oder auf neue Produkte eingelassen oder die Neugierde gehabt, was Neues zu machen. Wir waren von Anfang an Slow-Food-Mitglied. Wir haben diese Idee eigentlich immer schon mitgetragen. Ich war auch immer interessiert an besonderen Produkten. Man hat bestimmte Lebensmittel, dann feilt man an einem Gericht, dann hat man eine Idee, die man wieder mit dazu packen kann. Und so ist es mit diesen Projekten auch. Die Bierkeller sind halt für uns, und daher kommt ja auch der Name Meyers Keller, sind für uns halt jetzt super wichtig, weil dort eben unser Culatello reifen kann, unter idealen Bedingungen. Dann haben wir nochmal die Chance gehabt, in Italien mit den Leuten vor Ort 3 oder 4 Tage zu arbeiten. Haben dadurch verändert, dass wir komplett auf alles verzichten konnten. Also wirklich nur reines Meersalz nehmen, keinerlei Zusatzstoffe, geschroteter Pfeffer. Dann wird das Ganze in die Schweinsblase gebunden und fertig. Und der Rest macht wirklich, den Rest macht die Natur. Wir wollten diese Besonderheit, diesen ganz eigenen Geschmack eben mehr rausarbeiten. Und deshalb lassen wir unseren Culatello länger hängen eigentlich als das Original, und zwar 30 Monate. Früher
Früher hat man halt gesagt, okay, du musst in dieses Muster passen, du musst genauso ticken, wie ich das haben will. Und wenn du das nicht tust, dann such dir einen anderen Job. Und das, finde ich, ist ein falscher Ansatz. Ich glaube, dass man heute viel mehr rauskitzeln kann, wenn man eben die jungen Leute erstmal fragt, was treibt euch denn eigentlich an? Was versteht ihr unter eurem Beruf? Was wollt ihr denn gerne machen? Also es will niemand mehr diese starre Geschichten, dass jeder sagt, du bist da, ich bin da, sondern jeder will kreativ sein, jeder will auch dabei sein. Also ich hab angefangen, erstmal die Leute zu fragen, was treibt euch jeden Morgen an? Warum steht ihr eigentlich jeden Tag auf? Warum seid ihr Koch geworden oder warum seid ihr in die Gastronomie gegangen? Und das war sehr verhalten zuerst. Da haben wir gedacht, boah, kommt jetzt nur so dieser oberflächliche Quatsch. Und dann hat das Ganze relativ zügig eine Eigendynamik bekommen. Dann kamen irgendwann mal, hat man der ein oder andere mal noch einen Zettel nachgereicht. Früher hat jeder so sein eigenes Brötchen gebacken und seit es die schönen Restaurateur gibt, ist es so ein Miteinander. Ich hatte wirklich das Glück, ich bin wie die Jungfrau zum Kind zu den schönen Restaurateur gekommen. Die kannten sich alle damals, als die sich konstituiert haben. Es sind wahnsinnig tolle Freundschaften entstanden. Es ist ein sehr herzliches, sehr, sehr offenes Verhältnis. Ich glaube, das war für die damalige Zeit auch sehr neu. Und durch dieses Miteinander sind dann eben wunderbare Projekte entstanden, wie die Schönen Restaurateur Akademie, wo unsere Mitarbeiter auch von dieser Vereinigung mit haben profitieren können. Es ist ja so, wenn man jung ist, dann und alle anderen Kollegen, auch bei den Schönen Restaurateur, so gut wie alle einen Michelin-Stern haben, will man den natürlich auch. Und man hängt es sehr hoch. Und als ich dann heimgekommen bin von Salzburg, war es so, dass dann eben schon die Stammgäste da waren, Musiker da waren, die uns auch ewig begleitet haben. Es waren alle da, die einem dann Respekt gezollt haben und gesagt haben, endlich habt ihr das gekriegt, was ihr verdient habt oder so. Also das war ein ganz außergewöhnlicher Prozess. Ich bin auch einer, der nach wie vor zum Michelin steht. Ich glaube, dass das seriöseste und mit Abstand der beste Führer nach wie vor ist und dass es eine mega Auszeichnung ist, so einen Michelin-Stern zu haben. Und ich würde in 100 Jahren nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ich verzichte jetzt auf den Stern oder irgendwas, sondern es ist ein Ritterschlag. Und also es ist wirklich was Außergewöhnliches. Dankeschön. Bitte schön.